Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben zusammen, willkommen. Ich habe mir überlegt, damit es nicht immer das gleiche ist, machen wir heute mal am Sonntagnachmittag eine Legung. Wie wird der Sommer? Was sind im Sommer für Themen relevant fürs Kollektiv? Was darf sich transformieren? Was kommt, was geht? Ich mache eine allgemeine Kollektivlegung und ihr dürft am Ende noch eine Sommerbotschaft für euch aussuchen. Also, es geht darum, in Würde zu altern, mit sich selbst gut umzugehen. Und es ist auch eine Jahreszeit, in der wir Unterstützung kriegen, um genau diesen Prozess auch durchzustehen. Und wir haben hier noch die Entscheidungen, die dazu anfallen oder nötig sind. Hier kann natürlich treffenderweise auch sein, dass man mit dem eigenen Alter und mit den Veränderungen, die der Körper da so mitbringt, umgeht oder dass man es lernt, besser damit umzugehen. Aber natürlich auch strahlt man hier sehr viel Weisheit aus. Man hat Reife erreicht. Wir haben so einen Prozess, wo wir die nicht einfacheren Jahre annehmen. Es geht einfach darum, dass wir uns rundum wohlfühlen und das mag ja auch für jeden anders aussehen. Hier ist auch viel das Bemühen um andere dabei oder vielleicht auch um die eigenen Eltern. Und dazu stehen einfach auch Möglichkeiten der Unterstützung zur Verfügung. Es gehört hier auch dazu, ne, wenn man bestimmte Dinge nicht kann oder nicht mehr kann oder Schwierigkeiten damit hat, eben diese Lektion zu lernen, dass man um Unterstützung bittet, dass man nicht alles alleine machen muss auch. Da gehört auch zu, dass man sich eingesteht, in welchen Bereichen das ist, wo man Unterstützung brauchen könnte. Und es geht auch so um ein Zusammenlegen der Kräfte, ne? Es kann ja sein, dass man hier auch die Materie mit dabei hat, also dass die Finanzen auf den Plan treten. Dass man Personen hat, die unterstützen oder auch die finanziellen Mittel. Hier können sich auch so Dinge zeigen, ne, bei den Entscheidungen, wo man zwar ganz genau gewusst hat, ich sollte jetzt diese oder jene Entscheidung treffen, aber man hat es einfach vermieden. Und hier kommt sozusagen die Erinnerung. Möglicherweise muss man sich auch zwischen zwei Optionen entscheiden. Aber hier ist auch die Führung, die Unterstützung für diese Prozesse. Es ist sehr spannend, ne? Ich denke, bei mir guckt jetzt sowieso nicht das jüngste Klientel. Und ich finde, es ist auch altersunabhängig, weil wir immer weiter nach vorne gehen in unseren Jahren, egal wie alt wir sind oder wie alt wir uns fühlen. Jetzt brauche ich ein bisschen Platz, dass ich hier weitermachen kann. Schauen wir uns das Kollektiv an, welche Themen kommen hier im Sommer an die Oberfläche. Die Neubeginne, die Kinderthemen. Möglicherweise werden Kinder hier auch relevant oder man kreiert sich einfach etwas Neues. Hier kommt das neue Kapitel. Hier ist auch das Wissen vorhanden, ne? Die Unterstützung, die Instruktion, die bei Entscheidungen für alles, was wir eben anders oder neu beginnen, zur Verfügung steht. Und die Erfahrungen sind sehr wichtig für uns, die wir bisher gemacht haben. Womöglich können wir die jetzt hier auch nutzen. Man denkt so über Schnitte im Leben nach, über Verletzungen, um Dinge, die man vielleicht mal ratzfatz erlebt hat, die einen auch ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Oder man überlegt tatsächlich, wo minimiere ich etwas, was mir zugute kommt, ein Aufwand, eine
eine Arbeit, eine Kraft, die ich investiere. Und was bringt mir hier auch Verlust mit? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich dafür entscheide, weniger zu arbeiten, habe ich vielleicht auch weniger Geld, aber es geht mir besser damit. Ja, Arbeit. Hier kommt die Arbeit. Das Unterbewusstsein ist auch schwer damit beschäftigt, zu verarbeiten, bearbeiten. Und das Thema Verlust spielt ja schon eine Rolle, ne? Es sind so Einschnitte, die betreffen vielleicht auch das Arbeitsleben. Was macht man dann mit seiner Zeit? Wo haben sich Dinge schon so verankert in einem, dass sie jetzt zwar so zelebriert werden, aber vielleicht einen ganz anderen Stellenwert haben? Und es sind natürlich auch die Erfahrungen, die man so gemacht hat, die hier am Verdauen sind, die wir hier am Verdauen sind. Das Außen, wie werden wir wahrgenommen, wie werden wir gesehen, wie nehmen wir die anderen wahr, wie sehen wir die anderen, was hat sich verändert seit deiner Kindheit, welche Themen sind hier noch präsent, wo gehört auch noch Auflösung dazu. Aus der Vergangenheit raus zeigt sich einfach auch ein Ereignis, das wir nicht kontrollieren konnten, das uns möglicherweise auch noch so ein bisschen im Rücken hängt. Guckt mal, hier kommt der Schlüssel für unsere Dinge. Die Möglichkeit, die man findet, den Erfolg, den man hat, das Gefühl der Sicherheit. Der Schlüssel lässt dich eben auch eine Tür öffnen, mit der du von einem Ort zu einem Zimmer zum anderen gehen kannst, und das zwar mit einem Instrument, das du gut bedienen kannst. Die Frage ist natürlich auch, wie sicher bin ich, ja? Wo fühle ich mich vielleicht unsicher, wenn ich etwas bleiben lasse? Guckt mal, das ist jetzt ganz schön, denn wir haben hier die Sterne und die Fische. Das ist das, was die Unterstützungskarte auch sagt. Hier kommt irgendwo Hilfe herbei. Ne? In unserem eigenen Haus die Sterne drin. Da ist ein bisschen Glück, da ist Magie, da haben wir gelernt, da haben wir jetzt den Punkt, wo wir unsere Visionen vergrößern. Das Lernen liegt ja auch in der Mitte drin. Wir schaffen Klarheit, wir drehen die Dinge, wir gehen in einen anderen Kreislauf rein. Wir haben hier auch die Finanzen mit dabei. Die liegen hier auch aus dem Umfeld mit, also möglicherweise über den Bereich Arbeit oder auch noch im Verborgenen. Ne? Manchmal kommt irgendwo was her, mit dem man gerade im Moment nicht rechnet, aber es ist eben auch die Chance, gut versorgt zu sein, die hier liegt. Der Mond. Man hat vielleicht hier so viele seelische, psychische Dinge, die auf diesen Prozess mit einwirken. Zugleich hat man vielleicht auch das Gefühl, dass das, was man hier erreicht, auch in der relativ kurzen Zeit, dass das vielleicht mit wankelnder Energie unterwegs ist. Das heißt, dass es uns nicht immer zur Verfügung steht oder dass es wieder Phasen gibt, die auch Mangel mitbringen.
Die Zweifel lösen sich auf. Das Thema Ehrlichkeit ist wichtig. Sich Dinge eingestehen, die richtige Richtung finden. Selbstzweifel, ich meine, wenn wir in Würde altern denken, dann gucken wir vielleicht auch in den Spiegel und denken, was ist aus mir geworden, wie sehe ich aus oder so, ne? Das macht ja auch was mit den Emotionen. Wir sind alle nicht immer jung und wir können alle unseren Körper auch nur bedingt, würde ich mal sagen, unterstützen, so zu altern, dass es uns gesund entgegenkommt. Hier lüften sich auch noch Geheimnisse, ne? Hier kommt man an ein Wissen dran, an eine Instruktion, die man bisher noch nicht gesehen hat. Es ist eine Option, die wird plötzlich greifbar. Hier unten haben wir die Blumen und den Klee noch dabei. Also hier ist Authentizität, hier ist finanzielle Sicherheit, hier ist Zuwachs, Erblühen, Geschenk, kurze Wege, Alltagsglück. Es können ja auch mehrere Bereiche sein, wo ja einfach, wir haben hier jetzt zum Beispiel Geld und Beruf, aber natürlich auch möchte vielleicht der ein oder andere auch mal noch so einen Traum umsetzen oder etwas sich gönnen im Leben, das er vielleicht bisher verzichtet hat. Die Möglichkeiten sind hier sehr gut dafür. Ich kann mal wieder die Karten nicht richtig fassen. Jetzt. Ja, hier ist die Ameise mit der Wandlung. Eine Neuordnung steht an. Guckt mal hier, wie interessant. Hier ist ja in der Mitte das Kind drin. Hier ist Feuerenergie. Hier wird das komplette Feld neu ausgerichtet. Mit der Karte hier in Würde altern haben wir ja auch dabei gehabt, dass man die Erfahrungen des Lebens, die unangenehm waren, dass man die einfach mal so stehen lassen kann, dass man seinen Frieden drüber hat. Und die Ameise bringt im Prinzip das gleiche Thema mit, denn die löscht überholte Muster und schmerzliche Erfahrungen. Die richtet den Energiekörper sozusagen neu auf. Ameisen arbeiten zusammen, die sind kräftig, die können schweres Gewicht tragen, ne? Andererseits ist die Ameise winzig klein, ja, man kann sie mit einem Tritt zerstören sozusagen. Und es geht auch um das Gefühl, sich eben nicht klein, hilflos oder ausgeliefert zu fühlen. Und mit Ausdauer und Mut eben und dem Wissen, das man hat, einen sicheren Platz im Leben zu kriegen, der eigentlich schon darauf wartet, von uns eingenommen zu werden. Eine sehr spannende Sache. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Hier hat sich die Ruhe umgedreht. Hier sind viele Spiegelungen. Wir haben das Wasser mit drauf, den See, die Emotionen, die Gefühle. Und hier darf ruhig irgendwo auch Ruhe einkehren für uns. In dieser Karte verankert ist auch der Punkt, dass die Seele, und das finde ich jetzt auch wieder spannend, denn wir haben hier den Punkt Ehrlichkeit, wir haben den Punkt Authentizität. Und es geht einfach darum, dass die Seele das Echte und das Aufrichtige liebt, ja. Und dass man hier in der Stille noch sehr viel mehr Wahrheit findet, die hier aus dem Unterbewusstsein hochkommt. Man darf die äußere Welt ein bisschen abschirmen, sich zurückziehen und auch dieses Abperlen lassen wie Wasser an einem. Und es geht auch so ein bisschen um ein neues Entdecken. Man darf, bevor man reagiert, nachdenken, aber man darf auch tun, ne? Das Problem ist, dass wir uns dann vielleicht nicht trauen oder dass eben diese Zweifel, die wir hier auch befürchten, dass etwas in Phasen verläuft,
dass das ein Thema werden könnte. Ne? Und hier darf man in Ruhe die Zweifel auch beseitigen. Oder ich habe schon ganz oft erlebt, ja auch bei mir selber in der Family, dass viele auch sagen, das steht mir nicht zu oder das wird nicht gelingen, wir müssen immer arbeiten, damit wir was haben. Die können mit einem anderen Standpunkt gar nicht gut umgehen. Und ich glaube, es geht darum, hier den Blickwinkel zu wechseln. Manchmal ist weniger auch mehr. Hier haben wir jetzt 2 gekriegt, die Laternen der Nacht. Hier hat man schon die Vorboten für Erfolg. Ja? Hier gehen die Lichtlein an, viele spirituelle Erkenntnisse. Man hat sich vielleicht grundlos Sorgen gemacht oder sich auch geirrt, denn hier kommt die Wahrheit auf jeden Fall raus, die man braucht. Und man kann auch großmütig mit sich und seiner Zeit umgehen und auch weitergeben davon. Hier kann auch sein, dass man so Sozialphobien überwindet. Wenn man Unterstützung kriegt, dann muss man da immer auch ein Stück weit sich selbst überwinden. Man baut sich einen neuen Freundeskreis auf. Manche schaffen sich vielleicht ein Tier an. Man geht unter Leute. Man wird gesehen und man sieht. Und hier sind an dem Punkt wieder viele Zufallsbegegnungen möglich, die am Ende vielleicht für längere Zeit auch wieder ein Resonanzfeld schaffen, das uns sehr gut tun wird. Wir nehmen noch ein Vögelchen, dann lassen wir das so stehen. Der Rotkardinal. Wenn du Single bist, wird bald die Liebe zu dir finden. Falls du in einer Beziehung bist, wird die Leidenschaft bald wieder aufleben. Es geht auch darum, sich gegeneinander treu zu sein oder aus einem Prinzip der Treue und Loyalität zusammenzustehen. Ihr Lieben, bleibt noch dran für einen Impuls für den Sommer für euch. Für all die anderen sage ich danke fürs Zuhören. Ich drücke euch und bis bald. Hier bin ich wieder. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwischen dem Grünfluorid und dem Zitrin auszuwählen. Den beiden Heilsteinen sozusagen. Für einen Impuls für den Sommer für euch. Da sind 2, dann nehmen wir hier auch 2. Noch ein Engelchen, dann lassen wir es gut sein. So, ihr dürft wählen. Viele nehmen ja auch beide oder aber lasst euch inspirieren von dem Stein oder wählt Personen, für die es gelten könnte oder für Arbeitsbereiche, Geldbereiche, die ihr abchecken wollt, persönliche Bereiche. Ich kann mich heute schwer entscheiden, welche Neuigkeit, aber ich nehme den Zitrin. Und
Für den Sommer haben wir hier folgende Themen. Mir war das fast schon klar, dass es kommt, denn wir haben hier die Spiritualität auch in der großen Legung sehr hoch gehabt. Und hier geht es darum, dass man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, mit denen man anderen irgendwie wegweisend sein kann. Und dass es auch ein bisschen zur Lebensaufgabe gehört, irgendwo ein spiritueller Lehrer zu sein. Hier ist die Wunscherfüllung, ja. Bald wird wahr, wonach dein Herz sich sehnt mit der Wicke. Möglicherweise hat der ein oder andere auch das Bedürfnis, gerade in diesem Bereich etwas weiterzugeben oder damit zu arbeiten. Wir haben die Linde, das passt auch unheimlich, denn hier ist Gemeinschaft wichtig, zu Gleichgesinnten. Hier ist eine Geselligkeit, die sehr friedlich ist. Das ist wie bei der großen Legung mit dem Punkt Unterstützung, ne? Gemeinsam können wir vieles umsetzen. Denkt an das Volk der Ameisen. Möglicherweise traut man sich auch mal mehr wieder unter Leute oder findet wirklich, das war auch in der großen Legung drin, Menschen, die einen so nehmen, wie man ist, die ähnlich sind. Und egal was hier ist, mit Irene haben wir tatsächlich keinen Grund zur Besorgnis. Die Dinge entwickeln sich zum Besten. Es kommt so ein Ding, wo man auch Frieden hat mit sich, mit den anderen, mit den Umständen. Wir dürfen ein bisschen abenteuerlustig sein und wagemutig und kühn. Ja, wir haben hier auf die Plätze fertig los, ne? Hier entwickelt sich etwas schnell. Es ist ein guter Zeitpunkt, irgendwie auf die Herzenswünsche zu gucken und auch einfach loszulegen. Selbstwertthemen, das haben wir sowieso mit diesem Alterungsprozess vielleicht auch mit dabei, aber auch mit dem, was wir gelernt haben über was sind wir wert, was dürfen wir empfangen und was nicht. Es kann sein, dass wir hier im Sommer viel kommunizieren, Nachrichten austauschen oder dass irgendwie eine Nachricht zu uns kommt, die Frieden bringt, die uns stärkt, die uns ein Go gibt. Und wir haben hier den Engel der Fantasie mit dabei. Hier darf die Kreativität zum Ausdruck kommen. Man kriegt neue Inspiration für Projekte, die man schöpferisch ausleben soll. Und wir dürfen hier auch mutig sein, mal Neues auszuprobieren oder zu kreieren. Vielleicht auch hier gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine stellen. Ne? So, was sagen die Vögelchen hier noch? Für den Sommer, für diesen Stapel. Wir haben zwei. Einmal der Sperling. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Und wir haben den Blauherr. Ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehungen, Arbeit erfordert. Ergreife neue Chancen und erforsche neue Wege. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sommer und wir schauen uns die andere Seite an. Was hat der Fluorid, der Grüne, hier mit an Bord? Das Chakra Clearing ist natürlich nur für welche, die sich damit beschäftigen. Es geht einfach darum, sich wieder mal zu klären, ne, das innere System leuchten zu lassen. Und wenn irgendetwas lange gedauert hat, dürft ihr hier um Auflösung bitten. Ne? Hier ist so ein bisschen ein Reinigungsprozess und irgendetwas wird beendet, was belastend war. Hier ist die Natur sehr wichtig, die Stimme der Natur. Man darf hier auf die Schwingung auch hören, wie das in Harmonie schwingt und klingt. Und auch Einklang wieder verspüren, sozusagen. Bei Dingen, wo es euch zu viel ist, dürft ihr hier delegieren.
Das ist hier so eine Karte, wo auch zur großen Legung passt, denn es geht um Unterstützung. Und wenn es zu viel ist, dann darf man abgeben. Auch an die grüne Tara zum Beispiel selbst. Ihr habt hier viel Transformationsenergie. Zeiten, in denen enorme Veränderungen schwingen einfach. Und ihr kriegt hier, wie schön, ein Ja für eure Dinge und noch die Schatztruhe dazu. Eure Intuition ist hier sehr stimmig. Es kommt unerwartete Fülle in euer Leben. Das Einzige, was hier ist es vielleicht, dass ihr viel beschäftigt seid oder so. Hier habt ihr die Transformation und hier haben wir das nochmal. Ne? Hier sind Umbrüche vorhanden, die hier auch zur Freude führen, die ein bisschen mehr Glück mitbringen, wo man die positive Seite wieder mehr sieht, die Freude am Tun, am Leben. Man ist beschwingter, man gibt Freude weiter, man steckt damit auch andere an und ist hier natürlich auch gesegnet vom Engel der Freude. Die Schatztruhe, ich sage das immer wieder gern, ich habe die Karten schon, ich weiß nicht wie lange, 10, 15 Jahre. Die habe ich ganz selten gezogen. Das ist die Karte, die wirklich dann auch kommt, wenn es um Fülle geht. Ne? Und zwar auch oft im materiellen Bereich hat sich das gezogen bei mir, wenn ich gedacht habe, jetzt wird es eng. Und die Karte kam, wusste ich, nein, nichts wird eng. Der Hausrotschwanz. Ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Hier haben wir viel mehr Grund zur Freude für euch. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, dann halt inne, berühre den Zweifel und gib dem Vertrauen Platz. Ihr Lieben, einen schönen Sonntag noch. Ich drücke euch, danke fürs Zuhören und bis bald.